Hallo liebe schwangere Mama, dieses Video ist ganz speziell für dich gedacht. In diesem Video möchte ich dir gerne erklären und zeigen, worauf es bei der Wellenatmung für die Geburt besonders ankommt. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Zum einen erkläre ich dir kurz, wozu die Wellenatmung überhaupt dient, wie du effektiv während einer Welle mitatmest und natürlich machen wir eine kleine Praxiseinheit, bei der ich dir zeige, wie du die Wellenatmung erfolgreich verlängern kannst. Zum Abschluss erläutere ich dir noch ein paar Sachen, die du ebenfalls zur Wellenatmung wissen solltest. Die Geburt ist ein kraftvolles Ereignis im Leben, vor dem viele Frauen aber leider große Angst haben. Vor dem Ungewissen, möglichen Schmerzen und vielleicht auch davor, nicht genau zu wissen, wie sie ihren Körper unterstützen können. Und hier ist die Atmung während der Geburt ein essentieller Teil, um deinen Körper, deine Gebärmutter bei der Geburtsarbeit zu unterstützen, die Gebärmuttermuskulatur mit Sauerstoff zu versorgen und dir Sicherheit zu geben. Im Idealfall sorgt diese innere Sicherheit bei dir dafür, dass du entspannt bist und auch die ganze Geburt überbleibst. Das bringt natürlich einen weiteren Vorteil mit sich. Denn mit entspannter Muskulatur, also einem entspannten Beckenboden und einer entspannten Gebärmuskulatur, öffnet sich dein Muttermund wesentlich zügiger und einfacher, als wenn du durch Angst und Unsicherheit angespannt und verkrampft bist. Das klingt gut, oder? Dann lass uns die Wellenatmung gleich einmal gemeinsam ausprobieren, damit du weißt, wie sie funktioniert. Bevor wir aber loslegen, würde ich dir gerne noch erklären, was genau die Wellenatmung ist, worauf es bei der Wellenatmung ankommt und worauf du achten solltest, beim Üben als auch bei der Geburt. Im Hypnobirthing werden die Wehen als Wellen bezeichnet. Die Wellenatmung trägt mit ihrer Technik, wie bereits erwähnt, dazu bei, den kompletten Körper zu entspannen und deine gesamte Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken. Vor allem während der Geburt ist es sinnvoll, wenn du dich auf etwas anderes konzentrierst, weg von möglichen Schmerzen oder anderen Störfaktoren, die deine Konzentration während der Geburt stören. Ein schöner Nebeneffekt der Wellenatmung ist zum einen, dass deine Muskulatur gut mit Sauerstoff versorgt wird und super arbeitet. Zum anderen wird auch dein Baby durch die Nabelschnur sehr gut mit Sauerstoff versorgt. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es Stress durch eine Sauerstoffunterversorgung bekommt. Richtig angewendet bringt dir die Wellenatmung während der Geburt also nur Vorteile. Wie atmest du nun während einer Welle effektiv? Hauptziel des täglichen Übens ist es, die Wellenatmung im Hinblick auf die Geburt zu verlängern. Ab der 30. Schwangerschaftswoche sollte die werdende Mama 2-mal täglich üben. 3 bis 4 Atmungen hintereinander. Das reicht schon. Durch die tägliche Wiederholung geht der Ablauf in dein Muskelgedächtnis über. Wichtig ist, dass die Atmung langsam und gleichmäßig ist. Einatmen und Ausatmen sind idealerweise gleich lang. Beim Üben solltest du also gezielt darauf achten, dass Ein- und Ausatmen wirklich gleich lang sind. Manchen Frauen hilft es hier beim Üben mitzuzählen. Manche Frauen finden es eher hinderlich oder kontraproduktiv, nebenbei mitzuzählen. Hier kannst du beide Varianten ausprobieren und die auswählen, die für dich besser funktioniert. Wenn du zwischendurch mal mitzählst und immer ungefähr im selben Tempo, kannst du aber ganz gut vergleichen, ob deine Atmung durch das Üben länger wird. Im Hypnobirthing-Buch von Marie Mongan wird empfohlen, während des Ein- und Ausatmens jeweils bis 21 zu zählen und wieder zurück. Damit du mit deinem Atem bis 21 kommst, kann es sein, dass du vor allem anfangs relativ schnell zählen musst. In meinen Kursen empfehle ich den werdenden Mamas daher, wenn sie zu Hause alleine üben und mitzählen möchten, nur bis 10, 11, allerhöchstens 12 zu zählen, um zu vermeiden, dass das Mitzählen zu hektisch wird. Somit füllst du zeitgleich die 21 Schläge, musst aber nicht so schnell zählen. Das bringt etwas mehr Ruhe in die Übung. Wie bereits erwähnt, sollte die Atmung so lange wie möglich gezogen werden. Hier ist allerdings wichtig darauf zu achten, dass du nicht die Schultern hochziehst und verkrampfst, weil du versuchst, einen langen Atem zu forcieren. Übe regelmäßig, im besten Fall 2-mal täglich weiter und du wirst merken, dass sich deine Atmung durch kontinuierliches Üben wie von alleine deutlich verlängert. Um den Atem noch besser zu spüren, kannst du außerdem beim Atmen deine Hände auf den Bauch legen. Manche Mamas stellen sich beim Üben außerdem gerne vor, dass ihre Gebärmutter ein großer farbiger Ballon ist, der sich mit jedem Atemzug maximal dehnt und wieder kleiner wird.
Probier es beim Üben aus und schreib mir gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat. Lass uns die Atmung nun einmal gemeinsam ausprobieren, damit du spürst, wie sich die Wellenatmung anfühlt. Ich werde dich durch die komplette Übung hindurch führen. Lege deine Hände gerne auf deinen Bauch und schließe deine Augen. Lasse deinen Atem entspannt ein und wieder ausfließen. Sehr schön. Damit wir gleich gemeinsam zusammen einatmen können, atmen wir als erstes zusammen aus. Und wir atmen aus und wir atmen ein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein letztes Mal ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Atme noch einmal durch und öffne langsam deine Augen. Jetzt weißt du, wie du die Wellenatmung für die Geburt üben kannst. Wenn du weiterhin mitzählst beim Atmen und bei 10 noch das Gefühl hast, dass du noch Atem übrig hast, zähle langsamer und dehne deine Atmung Stück für Stück aus. Was solltest du noch über die Wellenatmung wissen? Da die Wellenatmung während der Geburt höchstwahrscheinlich in einem tiefen Entspannungs- bzw. Hypnosezustand angewendet wird, möchte ich dir noch ein paar Hinweise geben, die dir helfen können, die Atmung während der Geburt so effektiv wie möglich anzuwenden. In einem hypnotischen Zustand zu sein, bedeutet nämlich nicht das, was man sich im ersten Moment darunter vorstellt. Der erste Gedanke ist nämlich meistens der, dass jemand völlig entspannt irgendwo liegt, die Augen geschlossen hat und sich nicht bewegt. Voraussetzung für eine tiefe Trance oder Hypnose ist es aber nicht, ruhig irgendwo zu liegen und mit geschlossenen Augen alles um sich herum auszublenden. Für die Geburt bedeutet dieser Zustand vielmehr, dass die werdende Mama entspannt ist und sich auf das konzentriert, was sie gerade macht. Wenn sie es möchte, sind ihre Augen geschlossen, müssen es aber nicht sein. Liegen muss man für diesen tiefen, entspannten Zustand auch nicht zwingend. Die meisten Mamas bewegen sich idealerweise während der Geburt, anstatt zu liegen, folgen ihren natürlichen Impulsen und suchen sich ihre optimale Position. Man ist also keinesfalls weggetreten, sondern kann sich gezielt auf die Entspannung und die Geburtsposition konzentrieren. Die Atmung komplettiert diesen guten Zustand für die Geburt und rundet sie ab. Mit wie viel Übung bist du optimal vorbereitet? Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass die Wellenatmung in deinem Muskelgedächtnis abgespeichert wird. Das geschieht durch stetige Wiederholung. Je nachdem, wann du einen Hypnobirthing-Kurs besucht hast, hast du ein bisschen mehr oder weniger Vorbereitungszeit bis zur Geburt. Nutze sie gut, damit du nicht kurz vor der Geburt panisch wirst und das Gefühl hast, du hättest zu wenig geübt. Spätestens ab der 30. Schwangerschaftswoche sollte die Atmung zweimal täglich geübt werden. Wurde der Hypnobirthing-Kurs schon eher besucht, ist es natürlich super, wenn die Wellenatmung schon ab einem früheren Zeitpunkt in der Schwangerschaft zweimal täglich geübt wird. Um das Üben nicht zu vergessen, ist es hilfreich, hier eine Routine zu etablieren, die täglich dieselbe ist. Für viele werdende Mamas bietet es sich an, die Atmung kurz nach dem Aufwachen und ein zweites Mal vor dem Schlafengehen zu üben. Da, wie gesagt, 3 bis 4 lange, konzentrierte Atemzüge ausreichen, kostet dich das Üben jeweils nicht mehr als 3 Minuten. Abends kann man die Übung übrigens wunderbar damit verbinden, im Anschluss noch eine Hypnose, wie zum Beispiel die Regenbogenentspannung, zu hören. Jetzt bist du bestens über die Hypnobirthing-Wellenatmung und ihren Nutzen für deine positive und angstfreie Geburt informiert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos für dich, die auch interessant sein könnten.
Bis zum nächsten Video. Deine Marie.